Hallo zusammen. Ich hoffe, die erste Lebenswoche ist gut verlaufen und ihr habt die zweite Woche gut starten können. Bestimmt habt ihr euch schon etwas näher kennengelernt und begonnen, eine Bindung aufzubauen. Vielleicht könnt ihr sogar erraten, wann ihr Baby hungrig ist und versteht schon, was es euch mitteilen möchte. Lassen Sie uns nun gemeinsam in die faszinierende Welt Ihres Babys eintauchen. Wir beginnen gleich mit dem ersten Thema, der Ernährung. Stillen Sie alle 2 bis 3 Stunden. Versuchen Sie Ihrem Baby beide Brüste etwa 20 bis 25 Minuten lang zu geben. Wenn Ihr Baby aber nach der ersten Brust schon satt ist und nicht mehr trinken möchte, bedeutet das, dass Ihr Baby Ihre Brust gut entleert und auch genug Milch bekommen hat. Versuchen Sie nicht mehr Ihrem Baby die zweite Brust zu geben. Ihr Baby entscheidet selbst, ob es noch weiter trinken möchte oder nicht. Sie können die verbleibende Milch abpumpen und in den Kühlschrank stellen und diese später verwenden. Unterbrechen Sie das Stillen nachts nicht, denn das Hormon Prolaktin, das für die Milchproduktion verantwortlich ist, wirkt nachts stärker. Kolikschmerzen können ab dem 10. Tag auftreten. Deshalb sollten Sie nach jedem Füttern Ihr Baby Bäuerchen machen lassen. Tun Sie das auch, wenn Sie von einer Brust zur nächsten wechseln. Über Kolikschmerzen werden wir in einem anderen Video ausführlich sprechen. Auf das Thema wollen wir daher noch nicht eingehen. In den ersten Tagen nach der Geburt ist es möglich, dass der Milchfluss nicht sofort einsetzt und es ist auch völlig normal, in den ersten Tagen nach der Geburt Schwierigkeiten beim Stillen zu haben. Es kann auch vorkommen, dass die Mutter nicht genügend oder gar keine Milch produziert. In solchen Fällen bietet ein Kinderarzt oder eine Stillberaterin wertvolle Ratschläge und Unterstützung. Hoffentlich hat Ihr Baby in der letzten Woche keine Gelbsucht entwickelt, aber das Risiko dafür besteht weiterhin. Um das Risiko einer Gelbsucht zu minimieren, sollten Sie Ihr Baby reichlich mindestens 8 bis 12 Mal pro Tag stillen. Kommt es zu einer Gelbfärbung, sollten Sie unbedingt Ihren Kinderarzt kontaktieren. Sie haben Ihr Baby an die Brust gelegt und stillen es schon eine Zeit lang und Sie sind sich aber nicht sicher, ob es schon satt ist oder nicht. Wenn Ihr Baby nur an der Brust nuckelt und nicht mehr trinkt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es auch keinen Hunger mehr hat. Denn zum Glück wissen Babys, wann sie satt sind und wann sie hungrig sind. Sie werden schnell lernen, wann ein Schreien Hunger bedeutet und wann nicht. Ein paar Tipps, wie Sie verstehen, ob Ihr Baby hungrig ist. Ihr Baby wird unruhig. Bewegt seine Arme und Beine. Steckt seine Faust in den Mund. Macht eine Saugbewegung. Leckt seine Lippen. Dreht den Kopf, wenn es etwas an der Wange spürt. Macht seltsame Geräusche wie Zittern, Seufzen oder Jammern. Jetzt möchten wir uns einem weiteren wichtigen Thema widmen: Wachstum und Entwicklung. Am 10. Tag sollte Ihr Baby sein Geburtsgewicht erreicht haben. Von nun an wird es bis zum Monatsende durchschnittlich noch 20 bis 30 Gramm zunehmen und etwa 4 cm in die Länge wachsen. In diesen Wachstumsphasen werden Neugeborene viel unruhiger und aggressiver und müssen viel mehr Milch trinken. Versuchen Sie daher, Ihrem Baby die Menge zu geben, die es benötigt, bevor es hungrig oder unruhig wird. Stillen Sie Ihr Baby, wann es immer möchte. Wir werden nun kurz auf das Thema Reflexe eingehen. Ihr Baby fängt an, seinen Kopf zu halten, stützen Sie aber seinen Kopf weiterhin ab. Wenn Sie Ihrem Kind Ihr Gesicht nähern, versucht es, Sie anzusehen. Viele Eltern stellen in der 2. Woche fest, dass ihr Kind schielt. Das passiert, weil es seine Augenmuskeln noch nicht koordinieren kann. Normalerweise verschwindet das Schielen von selbst. Sie können bei Ihrem Baby den Moro-Reflex beobachten. Diesen Reflex bezeichnet man auch als Umklammerungsreflex, da das Baby seine Arme über der Brust so zusammenzieht, als würde es jemanden umarmen. Der Moro-Reflex ist ein frühkindlicher Überlebensreflex. Dieser wird durch laute Geräusche, plötzliche Erschütterungen, schnelle Änderung der Kopfposition oder grelles Licht ausgelöst. Auch in diesem Video werden wir erneut das Thema Babypflege ansprechen, da es von großer Bedeutung ist und daher auch eine angemessene Aufmerksamkeit verdient. Zunächst möchten wir mit der Nabelschnurpflege beginnen. Die Nabelschnur muss trocken und sauber sein, sonst kann sie viel später abfallen als üblich. Nachdem die Nabelschnur abgefallen ist, können Sie auch mit dem Baden beginnen. Ihr Baby hat möglicherweise Angst vor dem ersten Bad oder mag es nicht, aber keine Sorge, wenn Sie es zur Routine machen, wird es sich daran gewöhnen und anfangen, es zu genießen. Es ist wichtig, eine Routine zu entwickeln, wie zum Beispiel Baden, Massage, Füttern und Schlafen. Solche Routinen werden auf Ihr Baby beruhigend wirken. Es ist auch sehr hilfreich, dass Sie für ein Bad die richtige Zeit wählen. Ihr Kind sollte auf keinen Fall hungrig oder müde sein. In der 2. Lebenswoche sollte Ihr Kind keinen schwarzen Stuhl mehr haben, sondern einen geruchlosen, gelben oder grünlichen Stuhl. Es sollte 3-mal am Tag Stuhlgang haben und wenn es gut ernährt ist, sogar durchschnittlich 6-mal. Ihr Baby schläft auch in der 2. Woche noch 16 bis 18 Stunden pro Tag, aber es möchte jetzt mehr trinken und muss möglicherweise mehr schlafen und wird häufiger aufwachen. Nun kommen wir zum nächsten Thema: Gesundheit der Mutter. Die Gesundheit der Mutter ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung ihres Kindes und darf keinesfalls vernachlässigt werden.
Denn wenn es der Mutter gut geht, dann profitiert auch das Kind davon. Die Zeit nach der Entbindung ist eine wundervolle, aber zugleich auch eine sehr herausfordernde und anstrengende Zeit für die Eltern, besonders für die Mutter. Ihr Baby braucht viel Zuwendung und sie müssen ihre Bedürfnisse in den Hintergrund stellen. Der Schlafmangel kann sie manchmal an ihre Grenzen bringen. Als frischgebackene Mutter müssen sie sich in dieser Rolle zunächst einmal zurechtfinden und werden daher viel Geduld brauchen. Wenn sie aber eine gewisse Routine bekommen, wird auch der Stress der ersten Lebenswochen verfliegen. In dieser schwierigen Phase ist Kommunikation sehr wichtig. Teilen Sie Ihre Sorgen mit einer Ihnen nahestehenden Person oder wenden Sie sich an Ihren Arzt. Es wäre gut, jemanden bei sich zu haben, der Ihnen in dieser Zeit hilft. Und wichtig ist vor allem, dass Sie trotz der stressigen Umstände versuchen zu entspannen. Versuchen Sie zu schlafen, wann immer Sie Zeit haben, um Kraft zu tanken. Wenn Sie nach der Geburt sofort mit einer Diät beginnen möchten, tun Sie dies bitte unter Anleitung eines Arztes. Wenn Sie sich falsch ernähren, kann sich Ihre Wundheilung verzögern und Ihre Schmerzen können zunehmen und Ihr Baby kann nicht gut gedeihen. Nun werden wir auch kurz auf die körperliche Gesundheit der Mutter eingehen. Nach der Geburt tritt allmählich der Heilungsprozess ein und das Ausmaß der Blutungen nimmt ab. Wenn Ihre Blutung stark zunimmt, ignorieren Sie dies nicht, konsultieren Sie Ihren Arzt. Wenn Sie einen Kaiserschnitt hatten und nun Rötungen, schlechten Geruch, Ausfluss, Schwellungen oder Druckempfindlichkeit an den Nähten haben, wäre es vom Vorteil, einen Arzt aufzusuchen. Ein kurzer Blick auf das Thema Brustentzündungen. Entzündete Brust bei stillenden Müttern kann eine Herausforderung darstellen, die oft mit Schmerzen und Beschwerden verbunden ist. Es ist wichtig zu wissen, dass eine entzündete Brust nicht immer durch eine Infektion verursacht wird. Manchmal kann auch eine übermäßige Verstopfung der Milchdrüsen dazu führen, dass sich die Brust entzündet. Weiters kann es auch bei Müttern mit zu viel Milchsekretion zu einer Entzündung der Brüste kommen, wenn diese nicht ausreichend entleert werden. Nun erreichen wir das letzte Thema, die Empfehlungen, und schließen unser Video über die zweite Lebenswoche damit ab. Sie sollten Besucher so weit wie möglich einschränken, da das Immunsystem Ihres Babys noch nicht entwickelt und das Infektionsrisiko daher hoch ist. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie sich angewöhnen, Ihr Baby nie unbeaufsichtigt zu lassen. In der Nähe Ihres Kindes sollte niemals geraucht werden und halten Sie sich von Orten fern, in denen geraucht wird. Abschließend möchten wir noch einmal betonen, wie wichtig es ist, eine sichere Schlafumgebung für Ihr Baby zu schaffen. Wie bereits in der ersten Lebenswoche erwähnt, denken Sie bitte daran, Ihr Kind zum Schlafen auf den Rücken zu legen und keine Spielzeuge oder Gegenstände im Bett zu lassen. Wir hoffen, dass dieses Video Ihnen wertvolle Einblicke in die zweite Lebenswoche vermitteln konnte und freuen uns darauf, Sie nächste Woche über die Themen der dritten Woche zu informieren. Bleiben Sie also gespannt und abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um keine Updates zu verpassen.